Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-up-Demonstratorin. Letztens habe ich solche Schlüsselanhänger gebastelt. Die bekommen übrigens all meine Sammelbesteller im Juni in ihre Lieferung gepackt. Kronkorken oder Bottle Capes einfach weiterverarbeiten. Upcycling ist ja eine ganz fantastische Sache, um gebrauchte Dinge neu aufzubereiten und sie einem anderen Zweck zuzuführen. Zum Beispiel wie hier als Schlüsselanhänger oder als Magneten oder einfach als Dekoteile zum Weiterverbasteln. Die Frage kam auf, wie geht denn das? Das zeige ich dir jetzt. Du brauchst dazu Kronkorken, gebrauchte oder es gibt auch unbenutzte, kann man kaufen, sehen so aus. Und ich brauche dann meine Stanzmaschine, meine Big Shot. Die hat schon einiges geleistet, die hole ich erstmal. Ich mache mal etwas Platz. Dann habe ich eine Platte eingelegt und zwar gibt es da so verschiedene. Ich habe hier noch eine, das ist so eine Multifunktionsplatte. Da habe ich alle einzelnen Teile, die drauf liegen, abgemacht, also oder beiseite geklappt und habe nur die einfache Platte. Dann habe ich die am meisten gebrauchten Platten genommen, diese Stanzplatten. Die heißen übrigens bei mir schon Kronkorken. Damit stanze ich auch oder präge ich auch Teelichthülsen und alles, was sonst nicht so im Papierbereich ist und nicht so sauber ist. Dann brauchst du diese Kronkorken. Ich zeige mal, was ich da so schon gemacht habe. Ich lege schon mal einige bereit, die ich dann durchstanzen werde. Es gibt ja so diesen Vorführeffekt, dann funktioniert das nicht. Ich bin schon gespannt, ob das heute klappt. So sehen die fertig aus. Entweder so ganz platt oder so ein bisschen halbplatt. Oder sie gehen auch mit den Spitzen nach innen, war aber eigentlich ein Versehen, aber hat so gut wie funktioniert, würde gehen. Ich trinke übrigens keinen Alkohol, alles gesammelt, wo auch immer. Kronkorken sind von mir nirgends sicher. Dann gibt es hier diese unbenutzten oder unbestempelten, unbeschrifteten. Ja, kann man alle wunderbar verarbeiten. Und dann geht's mal los. Ich brauche diesen Kronkorken. Neben den brauche außerdem eine Zange. Und zwar habe ich hier so eine, nehme an, die heißt Rundzange. Bin mir aber nicht ganz sicher. Zeig die mal hier hoch. Da kannst du schauen. Das ist rund und damit kann ich wunderbar hier anfassen. Also anhalten, festhalten und dann nach außen biegen. Das mache ich entweder so rum. Biege das so, dass es praktisch eine Fläche gibt, die schon nach außen zeigt und dann Kraft der Stanzmaschine in die richtige Richtung gestanzt wird. Zeigt ihr das schon mal so? Das sieht bei diesen unbenutzten nämlich auch so auf. Die werden ja dann auf die Flasche gesetzt und angedrückt. Und wenn man öffnet, dann sind die meistens eben nicht gleichmäßig. Und deswegen drücken wir das hier alles einmal im Kreis nach außen und schauen, dass es so gleichmäßig wie irgend möglich nach außen gebogen wird. So, und dann ist es schon soweit, dann lege ich die hier drauf. Jetzt brauche ich viel Kraft, also stelle ich mich hin, lege die vorne hin, lege das so. Wenn das nicht funktioniert, du siehst ja, hier hat es funktioniert. Also dann ist das dieser besagte Vorführeffekt. Geht los, Platte drauf, festhalten und dann mit Kraft, aber gleichmäßig einmal durchkurbeln. Vielleicht nochmal zurück. Der spannende Moment kommt gleich. Aha. Ich würde mal sagen, da kann man schon mal nicht meckern. Hat perfekt funktioniert. Das sind diese unbenutzten. Das sind die benutzten. Die siehst, die sind total rund geworden. Ich könnte auch die Rückseite nehmen. Dann kannst du überlegen, ob du dieses Innenteil einfach raus machst. Vielleicht mit einem spitzen Gegenstand rausziehen. Das geht. Dauert nur einen kleinen Moment. Also ein bisschen Geduld braucht man dafür. Oder du benutzt sie so rum und verarbeitest das hier dann weiter. Ich räume mal die Big auf der Seite.
und zeige dir jetzt noch, wie ich die weitergestaltet habe. Ich habe das Stempelset Wunderbare Welt genommen. Da ist dieser Kompass drin, Stempelblock, mein Memento, Stempelkissen. Stempel einmal den Kompass auf, nehme eine Kreisstanze oder eine Schere und schneide aus. Auch das geht, weiß ich. Mittig, fertig. Und dann den platt gedrückten Korken, egal welchen. Könnte das jetzt hier drauf, dann ist das Motiv weg und das Orange ist die wunderschöne Dekoration. Oder ich nehme eben so einen silbernen, das mache ich jetzt auch. Nehme Flüssigkleber, klebe das einfach hier mittig auf, lasse das antrocknen und bearbeite das dann weiter. Dann gibt es zu kaufen, kann man mal im Internet gucken, ich habe die Bezeichnung nicht, schreibe ich aber drunter, solche Abdeckkappen, die sind Klarsicht, die sind auch hier auf solchen Platten zum Aufkleben. Die könnte man da draufkleben und damit praktisch das Stempelmotiv sauber abdecken. Hier mache ich das mal, lege ich drauf. Das wäre die kostenintensive Variante, dann ist das super sauber abgedeckt. Hier habe ich dann einen runden Magneten, gibt es auch so Klebemagneten hinten aufgeklebt und schon perfekter Kühlschrankmagnet oder an meine Pinnwand. Oder ich lasse es flach und tue dann einfach mit doppelseitigem Abreißklebeband hinten aufbringen und habe dann ein Element, was ich weiter verarbeiten kann, zum Beispiel hier auf so eine Mappe draufkleben. Ja, oder wenn ich diese Abdeck-Klarsichtfelder nicht habe und mir der Name nicht weiter einfällt, dann könnte ich zum Beispiel meinen Präzisionskleber nehmen. Das habe ich hier schon mal gemacht und habe den einfach komplett aufgetragen und schon bekomme ich eine Klarsicht-Schicht oben auf. Weitere Idee, oder ich nehme mein Embossing-Pulver in Klarsicht und drücke das fertige Motiv, so wie es ist, einfach in das Embossing-Stempelkissen, in das Versamark, streue das Klarsichtpulver drauf, brenne das ein und wiederhole das 3 bis 4 Mal und dann habe ich auch eine wunderbare Fläche und das super sauber abgedeckt. Jo, wie mache ich das mit den, da war doch noch was, Schlüsselanhängern, hier sind sie. Da gibt es Zangen, die haben extra so eine Vorrichtung zum Loch reinstanzen. Ich finde die perfekt. Dann setze ich das einfach hier an, stanze das einmal hier durch und du siehst, sieht man es, egal, es hat jedenfalls funktioniert. Hier im Schlüsselanhänger konnte ich dann den Schlüsselanhänger, den man so kaufen kann, einfach durchfädeln, Ring zudrücken und fertig ist der Schlüsselanhänger. Jo, das war die Idee. Ich soll es zeigen, das habe ich gemacht. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine weiteren Anleitungen von mir. Ich wünsche dir kreative Zeiten, freue mich aufs nächste Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.